Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute kommen Hype-Düfte. Ja, und diese Hype-Düfte funktionieren immer noch. Es werden immer noch ohne Ende von diesen Düften gekauft und so weiter und so fort. Auch wenn ihr es nicht glaubt. Natürlich gibt es noch viel mehr Hype-Düfte. Ich kann nicht alle zeigen. Jedenfalls kommt in diesem Video erstmal diese Hype-Düfte. Und vielleicht kommt später irgendwann noch ein anderes Hype-Video. Schauen wir mal, oder? Wollen wir mal loslegen, würde ich mal sagen, und den Hype rauslassen. Und der erste Hype-Duft ist der Yves Saint Laurent Why als Eau de Parfüm. Das Ding läuft immer noch. Fragt mal in den Stores rum, wie dieser Duft immer noch gekauft wird. Einfach synthetische Frische mit Ingwer in die Fresse. Wirklich in die Fresse. Also es ist wirklich ein Punch in the face, aber von allerfeinsten, weil so synthetisch ist es eigentlich schon pervers. So synthetisch ist das. Aber dieser Duft ist der einzige, wo es irgendwie funktioniert. Es gibt Tage, da liebe ich den Duft. Ich möchte ihn einfach tragen und diesen Punch in the face einfach haben. Und wenn ihr mit Yves Saint Laurent Why zufrieden seid, ja, die anderen laufen auch, das Eau de Toilette auf die ganzen anderen, was es da jetzt alles gibt. Aber das Eau de Parfüm hier, die Version ist einfach brachial stark, synthetisch und die wollen sie alle haben. Der Hype hat also noch kein Ende bei diesem Duft. Also wenn ihr den kennt, auf jeden Fall ja mal testen gehen. Habe ich eigentlich gesagt, wenn ihr den noch nicht kennt, meine ich natürlich, dann solltet ihr diesen Y testen gehen. Genauso wie den nächsten. Und da ist, obwohl es ein Nischenduft ist, ein großer Hype, wenn es um einen Duft geht, was mit Oud zu tun hat und Rose, denn es ist auf jeden Fall der Search of Alexandria 2. Das ist einfach, ja, dieser Duft ist einfach einer der beliebtesten Rosen-Oud-Düfte, die es gibt. Auch sehr herrlich, mit ein bisschen Haarspray-Feeling im Background, finde ich. Das ist immer nicht negativ gemeint. Das hat so eine schöne Haarspray-Note, schöne Rose, geiles Oud und so weiter. Brachiale Haltbarkeit, kommt gut an, ist sehr beliebt da draußen. Also der hat was. Und wenn ihr einen Anfänger-Oud, würde ich nicht sagen, aber wenn ihr einen schönen, wirklich eleganten Gentleman Rosen-Oud-Duft haben wollt, denn Alexandria 2 von Search of solltet ihr auf jeden Fall dann mal unter die Lupe nehmen. Dann kommen wir zu dem nächsten Hype und der Hype wird wahrscheinlich noch länger gehen. Das ist der Ombre Nomade von Louis Vuitton. Ja, was soll's. Es ist einfach, dieser Duft ist erstmal ein Monster natürlich, was die Haltbarkeit und Sillage angeht. Es ist Himbeere, es ist Leder, es ist einfach dunkel, es ist einfach auf die Fresse. Es ist ein wunderbar eleganter, geiler Duft von Louis Vuitton, muss man sagen. Ich muss nur so sagen, dass Louis Vuitton sehr geniale Düfte hat. Ja, Punkt. Eigentlich kann man das so stehen lassen. Sie haben coole Düfte plus geile Flakons, aber sie werden immer teurer. Aktuell liegen diese Düfte bei 290 €. Ich denke mal, dass die normalen Düfte auch noch über 300 dieses Jahr gehen. Der kostet mehr, natürlich. Ne? Der Ombre Nomade ist noch teurer und ist er schon bei 400, weiß ich nicht. Aber ist nice, wirklich nice. Geile DNA, wie gesagt, und brachial stark in Sillage und Haltbarkeit. Und dadurch, dass das so ein tiefer, schwerer Duft ist, kommt der doch tatsächlich sogar noch gut an. Dann als nächstes, da kommen wir zu einem Duft, da kann ich den Hype nicht ganz verstehen, aber natürlich zeige ich ihn, das ist Lattafa Liam. Das ist ein Feigenduft, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil ich nicht so ein großer Feigen-Fan bin. Das gibt einen von Dior, der ist wirklich gut, aber der hier, vielleicht muss ich den noch mal testen irgendwann, aber es ist einfach, den habe ich natürlich mir angeschafft, weil der Hype so groß war. Aber ja, aber es geht nicht um mich, sondern um den Duft. Und das ist ein Hype. Wenn ihr Feigendüfte mögt, bisschen würzig, ja, feige, cremig. Für den Preis natürlich macht ihr gar nichts falsch. Vor allem, wenn ihr Feigendüfte mögt, ne? Ja, kann ich nicht viel zu sagen, da lasse ich es mal so stehen. Liam solltet ihr testen, kostet nicht viel. Der Hype ist groß, ja. Wer auf Feigendüfte steht, ja, dann kann man wirklich gar nichts falsch machen mit diesem Duft. Dadurch, dass er auch ein bisschen cremig ist und so weiter und so fort. Liam, ja, funktioniert. Aber wie gesagt, ich muss ihn mal testen, aber ich bin auch nicht so ein großer Feigenduft-Fan. Dann haben wir tatsächlich, ja, den Ganymed. Ja, und da ist wirklich ein Hype, auch wenn das so viele nicht mitbekommen. Aber das ist ein Duft, ich nenne es ja mal den Jupiter-Duft oder den Weltraumduft. Das ist ein Safran-Duft, bisschen metallisch, aber nicht so zu vergleichen wie mit Pegasus als Beispiel von Parfüms de Marly, sondern einfach ein Duft, der einfach im Raum steht, so wie der
Erdball im Weltraum. Ja, so müsst ihr euch ungefähr diesen Duft vorstellen. Es ist, ihr sprüht 1, 2 Sprüher und es reicht den ganzen Tag und es ist einfach, der ist sehr beliebt. Aber er kann euch, weil er ist ein bisschen stickig auch, Weltraum. Keiner war von uns da, wird wahrscheinlich auch nie hinkommen, aber es ist natürlich ohne einen Raumanzug, ja, leicht stickig wird's denn, würde ich mal so behaupten. Und ja, Ganymed ist so, aber es ist ein geiler Duft. Der Safran ist so cool umgesetzt und es ist ein Hype über den oder um den Duft entstanden, was kaum so viele mitbekommen, aber Ganymed hat ihn, aber Ganymed ist auch nice. Dann haben wir nochmal ein Lattafa und das ist der Art of Arabia 1, ja, und das ist, was Lattafa angeht, ist ein sehr großer Hype, weil er eben eine sehr, sehr, sehr gute Alternative zu den Imagination von Louis Vuitton ist, ja, außer dass hier die Teenote nicht ganz so präsent ist, trotzdem da, bisschen mehr, ja, ich würde mal behaupten, mehr Limette. Man muss auch, ich sage ja mal, was man selber so riecht, bisschen Limette, Bergamotte. Beim Original ist mehr Zitrone und mehr Tee. Vielleicht ein bisschen runder, nicht ganz so harsh wie der hier. Irgendwo muss ja auch das bisschen herkommen, aber es ist eine sehr, sehr, sehr gute Alternative, die auch wirklich sehr, sehr gut anhält, eine gute Haltbarkeit hat und einfach gut riecht. Vielleicht hintenrum ist es nicht so abgerundet und so glasklar frisch wie der Louis Vuitton Imagination oder meinetwegen auch Imagination. Sehr nice, der Flakon. Und ihr seht mit den höchsten Gebäuden, noch höchsten Gebäude der Welt hier ausgestanzt. Sehr geil, würde ich mal behaupten. So, dann kommen wir zu 2 Düften gleich mal in einen. Ja, ich werde die einzeln natürlich vorstellen, ganz kurz. Und das ist der Boss Bottle Absolut. Absolut genial. Da sagt man ja, wo hört Designer auf, wo fängt Nische an? Also das Hugo Boss Bottle in der Reihe nach den Elixier, habe ich gedacht, hört doch auf, das Elixier ist gut. Aber dann hauen sie noch ein Absolut. So ein bisschen Layton Exclusive mit Boss Bottle DNA. Hat schon was. Ist wirklich genial. Mehr muss ich nicht sagen. Layton Exclusive von Parfums de Marly mit Boss Bottle DNA. Das Absolut ist wirklich genial. Und weil ich gerade vom Elixier gesprochen habe, ist natürlich auch das Elixier, der Hype ist auch da. Die beiden Düfte von Boss Bottle. Boss Bottle hat es einfach, ich finde, dass Boss das immer wieder mit Boss Bottle schafft, einen Hype zu kreieren. Und das ist schon nice. Ich hätte jetzt auch den Triumph reinnehmen können. Finde ich fast noch besser als die beiden. Aber der hat nicht den Hype. Die beiden haben das Elixier und das Absolut von Boss. Müsst ihr testen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Der Hype ist da groß. Natürlich könnte ich jetzt auch tatsächlich sagen, Boss Bottle, das Original Eau de Toilette, hat den größten Hype. Hat er auch noch. Das ist einfach so. Sogar bei manchen Parfümien bei den Verkaufscharts auf 1. Boss Bottle, das Original. Aber hier die beiden. Der Hype ist gerecht. Beziehungsweise gerechtfertigt natürlich. Ne? So, der nächste, Weißbomb. So, Weißbomb von Simone Andreoli ist auch wirklich ein schöner, absoluter Kirschstoff, der richtig gut performt und richtig tiefgründig süße Kirsche, abgestumpfte, dunkle Sauerkirsche mit anderen Kirschen noch und absolut lecker. Und der Hype ist natürlich hier auch, ja, passt einfach und es ist auch richtig so, dass der Duft einen Hype hat. Finde so und so, dass diese Brand richtig schöne, gute Düfte hat, die vielleicht nicht so wie andere Marken, was weiß ich wo stehen, aber die sind nice zu tragen. Sehr viele sind nice zu tragen. Werde ich demnächst mal ein Video zu machen. Und der Weißbomb gehört auf jeden Fall dazu. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, glaube ich, das Aushängeschild von der Brand mit Malibu, Party in the Bay ist Weißbomb oder für mich einer der besten Kirschstifte mit. So, und zu guter Letzt kommt der Fugazi Born to Stand Out und das ist einfach auch ein Hype und er hat oder ich will jetzt nicht sagen, doch er hat Ähnlichkeiten zum Ganymed. So, wenn der dann riecht und so, habt ihr dieses Feeling Ganymed. Aber hier habt ihr das mit schönen Leder. Und das hat wirklich Stil. Safran weg, Leder rein. Und der hat was. Und ist hinten raus, oder dieses, wenn ihr dran riecht, oh, habe ich ja schon mal gerochen mit Ganymed. Das ist wirklich nur die ersten 10 Minuten. Der wird eigenständig, eine schöne Ledernote, hat vielleicht dieses Feeling so ein bisschen von Ganymed. Ich muss das als Beispiel nehmen, damit ihr wisst, in welche Richtung der geht, falls ihr Fugazi noch nicht kennt. Läuft gut. Funktioniert gut, im Moment auch ein Hype und der Hype
ist zu Recht da, finde ich wirklich gut, ist sehr gut zu tragen und kommt tatsächlich gut an. Schöner, wenn man das mit als Lederduft einordnet, ein richtig guter Lederduft. Fugazi, ja. So schaut's aus. Das waren auf jeden Fall Hype-Düfte. Der Hype ist da. Der funktioniert immer noch. Da gibt's natürlich noch andere. Ich habe ja auch zum Beispiel Boss Bottle gesagt. Hätte ich jetzt auch mit reinnehmen können und so weiter. Aber die funktionieren oder die laufen einfach da. Und deswegen würde ich mal sagen, checkt die mal aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Für die neuen zum Beispiel. Es gibt auch Leute, die noch nicht so viel Düfte haben und auch noch nicht so lange dabei sind. Die solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Dafür mache ich das natürlich auch für die Leute, die jetzt wieder sagen oder sagen würden, ja okay, das kennen wir jetzt. Naja, es gibt viele, die das eben nicht kennen und das ist auch wichtig. So, dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und dann würde ich mal sagen, bin ich auch raus. Haut rein und bis zum nächsten Mal.